Das Grundstück ist der ehemalige Apfelgarten von einem Kapitänshaus, das direkt nebenan ist. Und ja, wir haben uns gleich in die Ecke verliebt, weil es sehr ruhig ist in Wiek und die Nähe zum Bodden hat. Eigentlich wollten wir nur ein Baugrundstück erwerben, aber das ging nicht. Also dann haben wir den ganzen Teil des Apfelgartens übernommen. Und so ist dann der Entwurf geworden zum Quartier Wiek. Also uns war klar, wir wollen gerne eine schwarze Fassade. Das war schon mal uns wichtig. Man findet ja die schwarze Farbe viel in den älteren Gebäuden. So Scheunen wurden ja mit Teerfarbe schwarz zum Schutz des Holzes behandelt. Also es gibt hier schon diese Farben. Auch die Gebäudekubatur ist ja auch relativ einfach und auch wie man über Scheunen kennt. Und das haben wir dann schon wieder aufgenommen. Da war ein Thema des Schattenwurfs, das uns aus dem Japanischen fasziniert hat. Und den haben wir dann halt in die Fassade eingebracht und nach außen gelegt. Mit der dunklen Fassade, mit dem versetzten Anlegen der Hölzer, um damit so ein Spiel zu bekommen mit Schattenwurf durch den verschiedenen Lichtanfall. Meine Frau ist Architektin und hat das zusammen mit dem Architekturbüro Möhring in Berlin entwickelt, in enger Zusammenarbeit. Und so sind letztendlich dann auch die verschiedenen Baukörper entstanden. Da gab es verschiedene Modellvarianten, was man hier planen konnte. Und letztendlich hat uns am besten das gefallen mit einer ganz schlichten Aussage, ganz schlichter Baukörper, viele Lichtflächen, um möglichst viel Licht in den Raum zu bekommen. Dann ist natürlich immer so das Raumkonzept, wie viele Räume braucht man. Wir wollten halt 3 Schlafzimmer. Das gibt natürlich dann auch einiges vor, 2 Bäder von der Raumabfolge. Und dann ist natürlich, was ist überhaupt möglich, wie kann man das ausrichten, wie ist es mit den Himmelsausrichtungen. Da hatten wir in dem hinteren Haus natürlich das Glück, dass wir dann eine Abendsonne auf der Terrasse haben. Und so ist dann letztendlich auch dieses L entstanden, dass man mit 2 L auf dem Grundstück gut arbeiten kann und die Bauflächen halt auch gut ausnutzen kann. Man hat so einen Innenhof durch das L, also einen geschützten Bereich, wo die Terrasse hinten ist. So ist das entstanden. Das ist eine Reduktion. Stille, nicht zu viel, wenige Oberflächen, dann aber auch mit Brüchen. Und deswegen haben wir Materialien genommen, die halt nicht so ganz glatt sind, sondern die halt auch Brüche haben, wo es Spiegelungen und Reflexe gibt. Wir haben uns dann für den Boden, für den Muschelkalk entschieden, weil da auch so spannende Einschlüsse sind, das offenporige. Das Eichenholz, das sind ja alles Materialien, die dann auch so ein Spiel erlauben. Fischland Darß-Zingst ist eine Halbinsel, die letztendlich ja nur über eine kleine Landzunge dann erschlossen ist und liegt zwischen dem Binnengewässer, dem Bodden, und dann der Ostsee. Der Ort ist durch die Fischerei geprägt worden. Es sind sicherlich viele Fischer ansässig gewesen. Das war auch kein großer Ort. Man sieht ja so alte Aufnahmen, da waren das wenige Häuser. Die alte Mühle gab es, war sicherlich auch Landwirtschaft. Aber Hauptaugenmerk waren sicherlich die Fischerei. Und haben die Menschen gelebt, aber ich glaube, das war auch ein karges Leben hier. Bevor der Tourismus gekommen ist, sicherlich nicht ganz so einfach.
Eigentlich war der Gedanke, wir wollten ein Ferienhaus und haben uns überlegt, wie wir das machen und wollten das eigentlich auch teilen. Dieses Erlebnis. Leben in moderner Architektur. Dieses Lebensgefühl teilen.